Hallo zusammen! In unserem selber ausgebauten Van haben wir einen Wasserfilter verbaut. Der Wasserfilter ist von Pure One und beinhaltet einen Aktivkohlefilter und einen Keramikfilter. Durch das ständige Reisen und vor allem durch das Reisen in Marokko, wo wir Brunnenwasser bezogen haben, ist unser Keramikfilter zugesetzt. Wir merken das beim Pumpen, da haben wir knapp den doppelten Stromverbrauch. Und das ist auch der Grund für uns gewesen, den Keramikfilter sauber zu machen. Wie das genau geht, das seht ihr jetzt. Hier seht ihr unsere Wasserfilteranlage von Pure One. Einmal haben wir hier den Aktivkohlefilter und einmal die Keramik. Und man sieht, weil die Anlage ist ein bisschen schon in Betrieb, sieht man, dass die Keramik ein bisschen zugesetzt ist, was die Filterung etwas erschwert. Deshalb montieren wir das jetzt mal ab und schauen uns das genauer an, um es eventuell dann nochmal sauber zu machen. Hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr es abdreht, da ist Wasser drin, dass euch das nicht alles rausschwappt. Schön voll. Jetzt schauen wir, wie wir das rauskriegen. So, das ist das gute Stück. Und hier sieht man ganz gut, dass es ein bisschen zugesetzt ist. Und das wollen wir jetzt wegmachen. Mit einem Schwamm schön abschrubben. So, erstmal das Wasser raus. Und erstmal den Filter rausnehmen. Und dann vorsichtig das Wasser ausleeren. Und die Dichtungen, die mache ich auch noch sauber. Die sehen auch ein bisschen schmierig aus. So, ich habe jetzt einen ganz normalen Spülschwamm und damit schrubbe ich die Keramik ab. Damit entferne ich die oberste Schicht, die auch zugesetzt ist. Und dafür nehme ich auch sauberes Wasser. Sieht doch jetzt schon echt ganz super aus. Dann die Dichtungen noch. Das merkt man, da ist noch so ein kleiner Schmierfilm drauf. Das mache ich jetzt auch mal ab. Damit es auch noch gut abdichtet und noch gut hält. Und fertig ist die Reinigung des Keramikfilters. Was ich noch mache, ist das Gehäuse von dem Filter hier noch mal sauber zu machen. Da ist auch ein Schmierfilm dran und das will ich da nicht drin haben. Da wische ich einfach mal mit dem Schwamm ein bisschen rum. Das geht auch gut weg. So, der Filter ist jetzt sauber und jetzt baue ich ihn wieder ein. Und ganz wichtig ist dieses Teflonband hier, damit das auch alles im Betrieb dicht ist. Das dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen. Und jetzt mal gucken, ob es noch hält. Ich mache jetzt kein neues drum. Ich schaue, dass das hier alles so bleibt. Und jetzt drehe ich das zu. Es gibt da noch so einen mitgelieferten Schlüssel. Aber wir haben jetzt natürlich den Filter so eingebaut, dass man es nicht festziehen kann, aber ganz normale Handkraft reicht völlig aus, damit es dicht ist. So. Okay, vielleicht geht noch was. Ja, in der Tat. Okay, perfekt. Super. Ansonsten, der Filter ist super. Hat uns jetzt auch in Marokko begleitet. Da haben wir auch Leitungswasser getrunken und haben jetzt auch nichts bekommen. Deshalb Daumen hoch für den Filter.